diesem vierten Teil der vorbildnahen Bahnhofssanierung geht es nun um moderne, barrierefreie Zugänge zum Bahnsteig. Neben den klassischen Treppen bzw. Rolltreppen sind dies Unterführungen mit Rampe und Fahrstühle. Beginnen wir zunächst mit den Bahnsteigtreppen, die heute zumeist eine Überdachung aufweisen. Wer die ersten beiden Teile gesehen hat, weiß, dass das Vorbild für die Bahnhofssanierung die Bahnhöfe der Rhein-Erft-Bahn in Pulheim und Rommerskirchen sind. Während für das Bahnhofsgebäude der Bahnhof in Pulheim Pate stand, soll für den Inselbahnsteig die Anlage in Rommerskirchen Vorbild sein. Ich habe mir zunächst 3 Modelle für Bahnsteigtreppen ausgesucht, bevor ich mich am Ende entscheide. Beginnen wir mit dem Lasercut-Bausatz einer einfachen Bahnsteigtreppe von Modellbahn Engel. Der Bausatz besteht aus nur wenigen Teilen und ist einfach zusammenzusetzen. Allerdings ist das Modell breiter als die vorgesehene Überdachung, sodass es gekürzt werden muss. Das Material ist recht dünn, sodass dies mit einer Schere zu bewerkstelligen ist. Aufgrund der geplanten Überdachung muss auch das Schutzgeländer entfernt werden. Auch wenn der Kleber hier noch nicht ganz trocken ist, sieht man schon, dass es gut funktioniert hat. Der zweite Bausatz, eine Kombination von Rolltreppe und Treppe, stammt ebenfalls von Modellbahn Engel. Das im Bausatz enthaltene defekte Geländer stört glücklicherweise nicht, da es sowieso abgeschnitten werden muss. Hier sind es schon deutlich mehr Bauteile, die zusammengefügt werden müssen. Obwohl mir die Rolltreppennachbildung sehr gut gefällt, passt es am Ende leider nicht, weil durch die Verkürzung für die Überdachung der Platz nicht mehr für die Treppe reicht und die Rolltreppe alleine zu schmal ist. Der dritte Bausatz stammt von Busch, nennt sich Fußgängerunterführung und enthält direkt 2 Treppen. Damit entspricht er preislich ungefähr den Bausätzen von Modellbahn Engel. Das Modell ist eine Kombination aus Lasercut und Kunststoffteilen. Das Lasercut-Material ist aber deutlich robuster als bei den Modellen von Modellbahn Engel. Dank einer guten und ausführlichen Anleitung gelingt der Zusammenbau sehr schnell. Das Modell ist auch deutlich robuster und weist zudem noch eine angedeutete Unterführung auf. Um die Ansätze der Treppenkunststoffteile zu überdecken, habe ich mit ordentlich Farbe koloriert. Die Breite ist bereits fast passend für die geplante Überdachung, wobei ich die Auflagefläche durch ein Stück Pappe als angedeuteten Betonsockel etwas verbreitert habe. Die entstandenen Spalten und Lücken werden mit Spachtelmasse aufgefüllt. Das Ergebnis überzeugt und wird nun für den Bau der Unterführung genutzt. Für den seitlichen Gang sowie die Fahrstuhltüren werden noch Teile herausgeschnitten. Kommen wir nun zur Überdachung, wofür ich das Modell eines Aufenthaltsraums von Modellbahn Engel ausgewählt habe. Es besteht aus nur wenigen Teilen, von denen ich eine der Seitenwände weglasse. Die bedruckte Folie für die Seitenwände ersetze ich durch eine vollständig durchsichtige Klarsichtfolie. Eine kleine LED mit dünnen Lackdrähten wird als Beleuchtung unter die Dachmitte geklebt. Die Überdachung wirkt sehr filigran und sieht passend aus. Kommen wir zu den Fahrstühlen. Am Ende des Vorbildbahnsteigs in Rommerskirchen wurde ein Aufzug errichtet, der in den Fußgängertunnel zur Straßenseite führt. H0-Modelle für Bahnsteigaufzüge werden von verschiedenen Herstellern angeboten. Starten wir mit einem Lasercut-Bausatz von Modellbahn Union. Die platzsparende Verpackung enthält auch eine kurze Anleitung. Die Teile lassen sich gut aus der Schablone herauslösen und sind einfach zusammenzubauen. In den Fahrstuhlschacht wird eine Kabine eingesetzt, in die unproblematisch Beleuchtung und Passagiere eingesetzt werden können, die allerdings nicht zum Bausatz gehören. Das fertige Modell kann sogar ohne weitere Bemalung direkt eingesetzt werden. Auch mit der Beleuchtung erscheint es sehr vorbildnah. Das zweite Modell von Modellbahn Engel ist ebenfalls ein Lasercut-Bausatz. Wie das Modell von Modellbahn Union besteht es aus Schacht und Kabine. Der Zusammenbau ist auch hier unkompliziert, allerdings wirkt das fertige Modell eher wie ein Lastenaufzug. Es ist noch deutlich größer als die bereits nicht kleine Umsetzung von Modellbahn Union. Das dritte Modell ist ein Kunststoffbausatz von Faller. Neben dem typischen Aufsatzmodell für den Bahnsteig ist hier auch noch ein langer Schacht enthalten. Trotz der ausführlichen Aufbauanleitung war für mich die Fahrzeugkabine schwierig zusammenzusetzen. Aufgrund der im Vergleich zu den bisherigen Modellen deutlich geringeren Größe
ist das Unterbringen von Licht und Figuren schwieriger. Hier der Größenvergleich zum Aufzug von Modellbahn Union. Den Fahrzeugschacht kürze ich, um ihn für die Fußgängerunterführung zu nutzen. Auch am unteren Ende besitzt der Fahrzeugschacht eine Tür. Neben dem Bausatz moderne Aufzüge bietet Faller auch einen Aufzug mit Antriebsteilen sowie einer separaten Antriebseinheit an. Der Kunststoffbausatz ist ähnlich dem eben gezeigten aufgebaut, enthält aber einige zusätzliche Metallteile. Die Antriebseinheit enthält eine Gleichrichterbox mit Potentiometer für die Geschwindigkeitseinstellung, einen kleinen Motor, einen Umschalter sowie die erforderlichen Kabel. Auch wenn ein nachträglicher Einbau der Antriebseinheit möglich ist, macht es absolut Sinn, die Teile von Beginn an einzubauen. Die Kabine wird über 2 dort befestigte Schrauben und eine Gewindestange angetrieben. Die Haltepunkte sind über 2 Endschalter realisiert und die Richtungsänderung ist über einen Wechselschalter mit Mittelstellung vorgesehen. Den Wechselschalter habe ich digitalisiert und durch einen Schaltdecoder mit Relais ersetzt. Die Schaltung entspricht ziemlich genau der, die ich für die Steuerung der Märklin-Schiebebühne verwendet habe und ist auf meiner Internetseite zu finden. Die Umsetzung mit einem EEK-Decoder sieht dann beispielsweise so aus. Der Funktionstest zeigt, dass es funktioniert. In der Steuersoftware sieht man am Ende nur 2 Schalter für die Fahrtrichtung sowie die Stromversorgung. Hier eine kurze Vorschau auf den eingebauten Zustand. Die Deutsche Bahn gibt auf ihrer Internetseite an, dass derzeit jährlich ca. 100 Bahnhöfe bzw. 150 Bahnsteige barrierefrei umgebaut werden. Dabei hat man zur Umsetzung internationaler und nationaler Richtlinien 11 Kriterien abgeleitet. Der stufenfreie Zugang soll dabei mittels der eben besprochenen Aufzüge oder langer Rampen realisiert werden. Beim Vorbildbahnhof in Pulheim geht die Unterführung unter beiden Streckengleisen hindurch. Auf beiden Seiten der Unterführung findet man langgezogene Rampen. In seltenen Fällen findet man auch bei Inselbahnsteigen Rampen, wie hier zum Beispiel in Göttingen zu sehen. Beim Vorbildbahnhof in Rommerskirchen sieht man auf der Straßenseite eine platzsparende Zickzackrampe. Das passt räumlich gut für eine Modellbahnanlage und soll nachgebildet werden. Die Umsetzung erfolgt mit Pappe, Spachtelmasse und Kunststoffplatten. Zunächst werden die Pappstreifen für den Rahmen und die Rampe zurechtgeschnitten. Dann wird der Rahmen zusammengeklebt. Für den Durchgang zur Fußgängerunterführung wird eine Aussparung ausgeschnitten. Anschließend werden Rampenteile und Zwischenwände eingesetzt. Da die Pappe für die Rampe nicht stabil genug ist, werden zusätzlich Kunststoffteile aufgeklebt. Hierzu verwende ich dünne Polystyrolplatten von Evergreen Scale Models. Der Zuschnitt erfolgt wie bei der Pappe einfach mit der Schere. Anschließend wird das Ganze mit Spachtelmasse verfugt. Mit Schleifpapier werden die Flächen und Übergänge geglättet und das Ganze so lange wiederholt, bis ein homogenes Bild entsteht. Dann erfolgt der Anstrich mit grauer Farbe. Ich habe die hier in der Schemazeichnung angegebenen Maße von der fertigen Rampe entnommen. Die Grafik werde ich auch auf der Internetseite einstellen. Die Steigung sieht durchaus akzeptabel aus, wäre, wie den dazu gefundenen Daten zu entnehmen ist, mit dem Rollstuhl aber nur mit Hilfe einer zusätzlichen Person zu schaffen. Da es optisch passt, ist es für mich als Kompromiss akzeptabel. Als Bodenbelag verwende ich ein Strukturkopfsteinpflaster von Noch, das mit etwas Fugengrau verfeinert wird. Nach Fertigstellung des Ensembles mit Treppenabgang und Aufzug wird noch ein Geländer ergänzt. Das Weinert-Modell aus Neusilber habe ich noch mit Silberbronze koloriert. Im Durchgang zwischen Rampe, Treppe und Aufzug findet sich noch eine kleine Szene, die aber später von außen nicht mehr eingesehen werden kann. Mit Beleuchtung ergibt sich bereits ein guter Eindruck der Unterführung. Nun sollen die einzelnen Segmente so eingebaut werden, dass sich eine sinnvolle Unterführung ergibt. Dazu werden entsprechende Aussparungen auf der Bahnhofs- und Bahnsteigseite realisiert.
Der Inselbahnsteig wird zunächst nur provisorisch eingesetzt. Das Segment kann einfach wieder herausgenommen und so am Basteltisch rückenschonend bearbeitet werden. Das Segment für die Bahnsteigseite ist schon komplett fertig und erhält zur Verkabelung noch eine Verteilerplatine mit Gleichrichter. Das vermeidet das unschöne Flackern bei den Videoaufnahmen. Durch die bereits erfolgte Verkabelung kann außerdem auf das Arbeiten unter der Platte verzichtet werden. Von der Musikszene kann man nun nur noch die Beine des Gitarristen sehen. Um die Funktion des Aufzugs auch auf der Platte hinzubekommen, war leider ein mehrmaliges Ein- und Ausbauen erforderlich, wobei der obere Endschalter abgebrochen ist. Hier muss ich noch ein Ersatzteil besorgen. Für die Videoaufnahme habe ich die Kabine mit der Steuersoftware gestoppt. Ansonsten ist die Funktion einwandfrei. Im nächsten Video geht es um den Bau der barrierefreien Bahnsteige mit taktilem Bodenleitsystem, wie hier im Vorbild zu sehen. Dabei sind zunächst einige Überlegungen zur Bahnsteiggeometrie vorzunehmen, um das Original in den H0-Maßstab zu übertragen. Dann geht es an die Umsetzung des Bodenbelags. Das Bodenleitsystem wird als Mosaik verlegt. Anschließend werden die Platten mit Fugengrau verputzt. Details dazu dann im Video. Bis dahin.